Hallo, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Und falls du neu in meinen Streams bist, in meinen Livestreams hier, dann sag doch einmal ganz kurz Hallo unten in den Kommentaren, damit ich weiß, dass du dabei bist. Und wenn du erst die Aufzeichnung mitbekommst, dann tag dich doch einfach unten in den Kommentaren mit dem Hashtag ImageSells. Dann ja, kann ich dich vielleicht auch für die zukünftigen Lives, wenn du möchtest, einladen und dann verpasst du keine Neuigkeiten. Kennt ihr die Geschichte von der Prinzessin auf der Erbse? Falls nicht, ich fasse sie mal kurz zusammen. Um zu testen, ob es sich um die vermeintliche Prinzessin auch wirklich um eine handelt, hat man auf die mehreren Schichten von Matratzen, auf die man sie bettete, so dazwischen eine Erbse reingelegt. Wohl wissend, dass eine Prinzessin so empfindlich und feinfühlig ist, dass sie zwischen den vielen Schichten ein Störgefühl wahrnehmen wird. Gesagt, getan, und am nächsten Morgen hatte die Prinzessin auch tatsächlich keine gute Nacht hinter sich. Sie konnte nicht sagen, was es war, aber es war einfach, irgendwas hatte sie gestört. Nun, Tag um Tag wiederholte man das Experiment. Man legte Schicht um Schicht obendrauf und beließ die Erbse da, wo sie war. Und trotzdem änderte sich nichts an dem Störgefühl der Prinzessin. Warum erzähle ich dir das? Ohne despektierlich wirken zu wollen, aber jeder von uns, aber vor allen Dingen unsere Kunden, unsere Mitarbeiter, die aktuellen und die potenziellen und unsere Investoren sind Prinzessinnen oder Prinzen, wie auch immer du dich angesprochen fühlen möchtest. Was heißt das? Nun, sie empfinden in den vielen Schichten, nicht der Matratzen, sondern einer Unternehmenskommunikation, ein Störgefühl, wenn eines da ist. Wenn also innerhalb deiner Marketing- oder Vertriebsprozesse irgendwo etwas Unstimmiges vorhanden ist. Und sei es, dass ich dich um etwas bitte, nämlich zum Beispiel dein Handy wegzulegen oder eine störungsfreie Umgebung zu schaffen, und im Hintergrund hüpft gerade ein Hund rum und macht Blödsinn und lenkt dich ab. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich dir gerade sage. Also ist es ein Störgefühl in deinem Unterbewusstsein und führt dann dazu, dass du sagst, ich muss in meiner Nacht drüber schlafen. Kennst du diesen Satz? Ich glaube, keiner, der irgendwas mit Vertrieb oder Verkauf zu tun hat, liebt diesen Satz. Im Gegenteil, wir hassen ihn. Warum? Nun, weil er etwas prophezeit, nämlich, dass wir jetzt, spätestens jetzt, eine Menge Kraft und Arbeit und Intensität investieren müssen, um denjenigen zurückzukriegen. Denn es war gerade ein Stopp, bis hierhin und nicht weiter Signal. Also entweder ist derjenige schon weg oder wir investieren nochmal mehr Kraft, mehr Energie, mehr Ressourcen, um denjenigen doch nochmal zu überzeugen. Weil ganz ehrlich, warum? Das Schlimmste ist in diesem Moment, wenn du nicht schnell genug bist oder eben nicht effektiv genug bist in Ausmerzen der Unstimmigkeiten, die vorher erfolgt sind, dann kann es sein, dass derjenige ja schon so vorbereitet ist und so kaufwillig ist, dass gerade jemand daherkommt, der einfach sagt, nein, der nicht sagt, sondern der wirkt so, wie es dein Kunde, dein Mitarbeiter, dein Investor in diesem Moment gerne hätte, und ist weg. Das können wir uns alles sparen. Denn dafür stehe ich mit meiner Firma, mit meinem Namen, ich würde das schon immer mal sagen, mit ImageSells. ImageSells ist genau das, was es verspricht, nämlich, dass wir für eine stimmige Wirkung der Marke im Sinne der Unternehmenskommunikation, ob jetzt für Unternehmen oder für Personenmarken, sprich für Persönlichkeiten, dass wir dafür sorgen, dass es hier keine Erbsen irgendwo versteckt in deinen Unternehmenskommunikationsschichten gibt. Dass es keinen Sand im Getriebe gibt und dass es nirgendwo dieses irgendwas stimmt hier nicht Gefühl bei deinem Gegenüber, bei deiner Zielgruppe verursacht. Und ja, ich habe mir vorgenommen, euch hier auf diesem Kanal regelmäßig, das heißt immer mal wieder, ich verspreche keine Uhrzeiten, ich verspreche auch keine Tage. Abonniert diesen Kanal, wenn du benachrichtigt werden willst, wenn ich damit live gehe. Denn ich bringe dir hier regelmäßig Beispiele, wie diese Unstimmigkeit zustande kommt. Wie dein Gegenüber etwas empfindet, und du wirst lachen, du wirst weinen, du wirst Aha-Momente bekommen und du wirst sagen, oh mein Gott, stimmt. Es ist so einfach. Und trotzdem haben wir das auch getan. Denn, ich muss jetzt sagen, warum machst du denn das? Naja, zum einen, ich will Werbung machen für meine Firma, ich bin da ganz ehrlich. Zum anderen aber auch, weil ich Spaß daran habe, dir zu zeigen, mit welchen einfachen Mitteln wir schon dafür sorgen können, dass
jeglicher Cent, den du in deine Vertriebs- und Marketing-, Kommunikationsmaßnahmen investierst, auch wirklich da ankommt, nämlich das bewirkt, was du haben willst, das Ultimative, dass die richtigen Mitarbeiter, Kunden, Investoren zu dir kommen. Also das Versprechen meiner Firma, unser Motto, gebeten werden statt zu bitten, auch in Erfüllung gehen kann. Ich habe vor allen Dingen in den letzten 2 Jahren so viele Unternehmer bei mir am Tisch sitzen gehabt, die mich Kopfschütteln ließen, als sie mir erzählten, dass sie der binnen letzten 6 bis 18 Monate 24 bis 160.000 Euro investiert haben in meine Branche, nennen wir sie mal Marketing und Markenentwicklungsbranche, mit 0 Erfolg. Das heißt, mit dem Misserfolg keinen nennenswerten Aufbau von Neukunden oder Mitarbeitern oder Investoren erlangt zu haben. Und das ist in einer Zeit, wo wir sowieso eingeschränkt sind in unserer Tätigkeit, eine Vollkatastrophe. Und wenn du diesen Moment auch schon mal hattest, dass du Geld investiert hast, Ressourcen, ich meine, es ist ja nicht nur das Geld, ne? Du engagierst einen Dienstleister oder eine Person, die im Unternehmen eine Dienstleistung verbringen soll, und dann kommen ja noch ein paar andere Sachen dazu. Grips, Zeit, Energie, die du in Gespräche, in Umsetzung, in Content lieferst, und all das ist verpufft. Das muss nicht sein. Und ja, das ist so meine Aufgabe für dieses Jahr. Die habe ich auf die Fahne geschrieben, nämlich euch aufzuzeigen, worauf man achten kann, welche wirklich Feinheiten, aber auch Riesenschnitzer interne und externe Dienstleister durchführen, weil gewisse Dinge vielleicht auch nicht kommuniziert worden sind, weil die Marke nicht stimmig formuliert ist, weil die Werte nicht kommuniziert sind oder vielleicht auch gar nicht formuliert. Ich will es ja gar nicht laut sagen, aber die meisten Mittelständler, mit denen ich in den 17 Jahren, die ich auf diesem Markt unterwegs bin, kennengelernt habe, haben nicht schriftlich, also erstens schriftlich dargelegt, welche Werte das Unternehmen oder auf welchen Werten das Unternehmen basiert, und schon gar nicht wirklich umgesetzt als stimmigen roten Faden durch alle Marketing- und Vertriebsprozesse. Da setzen wir sehr gerne an. Und wie gesagt, wenn du Spaß daran hast, mal so hinter die Kulissen der Markenbildung zu gucken, wie Image sukzessive vernichtet werden kann, weil man einfach den falschen Spruch aufs Marketingplakat druckt, witzig sein wollte und damit komplett die Marke torpediert hat, oder einfach Versprechen abgibt, die man selber nicht hält, und damit sofort ein Ich gehe dann mal Moment hervorruft, dann abonniere gerne diesen Kanal, folge mir, wie auch immer, sodass du bei den nächsten Lives, wo ich dir ganz konkrete Beispiele mitbringe, wie gesagt, zum Lachen, Weinen, Mitmachen und ja, stimmt, haben wir auch schon mal erlebt, Momente kreieren, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Und ich wünsche dir heute noch einen erfolgreichen Tag und mal gucken, ob du demnächst auch sagen kannst, my image sells for me. Ciao, deine Carmen.